Herzlich willkommen im MBT-Studio mit Themen rund um den europäischen Binnenmarkt für Maschinen. Ihr Vortragender in diesem Video ist Björn Ostermann. In dem letzten Teil unserer Videoreihe über den europäischen Binnenmarkt werfen wir einen Blick auf das Zusammenspiel von Inverkehrbringen und Arbeitsschutz. Wir haben bisher über das Inverkehrbringen von Produkten auf dem EU-Markt gesprochen. Viele dieser Produkte werden aber bei der Arbeit verwendet und unterliegen dort den Arbeitsschutzbestimmungen. In diesem Video beschäftigen wir uns deshalb mit den Regelungen zum Arbeitsschutz in Europa. Die Basis des Arbeitsschutzes in der EU ist eine europäische Rahmenrichtlinie. Richtlinie über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit. Rahmenrichtlinie bedeutet, dass hierin grundlegende Anforderungen an den Arbeitsschutz gestellt werden. Regelungen, die im Arbeitsschutz immer gelten. Allerdings gibt es für verschiedene Bereiche des Arbeitsschutzes zusätzliche Einzelrichtlinien, die immer in Verbindung mit der Rahmenrichtlinie gelesen werden müssen. Das heißt, die Rahmenrichtlinie wird für den speziellen Bereich durch den Inhalt der Einzelrichtlinien ergänzt. Was man jetzt im Ansatz beim Inverkehrbringen mit dem New Legislative Framework versucht, hat man im Bereich Arbeitsschutz schon von Beginn an deutlich besser umgesetzt. Ganz wichtig, die europäische Arbeitsschutzregelungen haben mit der CE-Kennzeichnung nichts zu tun. Die Einzelrichtlinie, die uns im Maschinenbereich besonders interessiert, ist die Richtlinie über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit. Sie ist besser bekannt als Arbeitsmittelrichtlinie. Eine Besonderheit der europäischen Arbeitsschutzrichtlinien gegenüber den Regelungen zum Inverkehrbringen ist, dass diese Arbeitsschutzbestimmungen vom nationalen Gesetzgeber nicht 1:1 übernommen werden müssen, wie das zum Beispiel bei der Maschinenrichtlinie der Fall ist. Europäische Arbeitsschutzregelungen beschreiben lediglich Mindestvorgaben für den nationalen Gesetzgeber. Der einzelne Mitgliedstaat darf über die europäischen Bestimmungen hinausgehen. Er darf zusätzliche Anforderungen an den nationalen Arbeitsschutz stellen. Allerdings darf er über die Arbeitsschutzanforderungen nicht in die europäisch vereinbarten Produktanforderungen eingreifen. Er darf darüber keine Handelshemmnisse aufbauen. Und natürlich hat auch diese Einzelrichtlinie mit der CE-Kennzeichnung nichts zu tun. In Deutschland ist die Arbeitsmittelrichtlinie umgesetzt in der Betriebssicherheitsverordnung. Die Betriebssicherheitsverordnung muss dabei zusammen mit dem deutschen Arbeitsschutzgesetz, der Umsetzung der europäischen Arbeitsschutzrahmenrichtlinie, gelesen werden. Somit folgt die Betriebssicherheitsverordnung mit dem Arbeitsschutzgesetz dem europäischen Aufbau von Arbeitsschutzrahmenrichtlinie und Arbeitsmittelrichtlinie. Ein wichtiger Punkt für unsere Videoreihe: In der Betriebssicherheitsverordnung hat Deutschland unter anderem die Verknüpfung zum Produktrecht festgelegt. Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen
und verwenden lassen, die den für sie geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz entsprechen. Welche Rechtsvorschriften sind das? Die Verordnung hat dies konkretisiert. Sie legt dazu zunächst fest, zu diesen Rechtsvorschriften gehören die Vorschriften dieser Verordnung. Das heißt also, die in der Betriebssicherheitsverordnung selbst formulierten Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen. Weiterhin bestimmt die Verordnung, dass hierzu auch die Rechtsvorschriften zur Umsetzung von EU-Recht beim Bereitstellen auf dem Markt gehören. Das sind zum Beispiel die Maschinenrichtlinie, die Niederspannungsrichtlinie, die Druckgeräterichtlinie, die ATEX-Richtlinie und auch alle anderen, die wir Ihnen bereits im zweiten Video dieser Reihe vorgestellt haben. Sie dürfen als Arbeitgeber deshalb Ihren Beschäftigten grundsätzlich nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, die den europäischen Regelungen zum Inverkehrbringen entsprechen. Was gilt aber, wenn die europäischen Richtlinien nicht gelten? Was ist, wenn Sie ein Produkt selbst herstellen, es in der Richtlinie aber keine Eigenherstellerregelung gibt? Die Betriebssicherheitsverordnung enthält hierzu eine besondere Regelung. Arbeitsmittel, die der Arbeitgeber für eigene Zwecke selbst hergestellt hat, müssen den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der anzuwendenden Gemeinschaftsrichtlinie entsprechen. Den formalen Anforderungen dieser Richtlinie brauchen sie nicht zu entsprechen. Hören wir an dieser Stelle kurz auf zu lesen. Was steht hier? Hier steht, dass Sie ein Produkt, das Sie als Arbeitgeber für die Verwendung im eigenen Betrieb selbst herstellen, sicherheitstechnisch so gestalten müssen, als würde es unter die eigentlich anzuwendende Produktrichtlinie fallen. Die formalen Anforderungen dieser Richtlinie, wie zum Beispiel die EG-Konformitätserklärung und die CE-Kennzeichnung, müssen Sie dabei aber nicht erfüllen. Diese Regelung gilt zum Beispiel für elektrische Betriebsmittel, die der Arbeitgeber selbst herstellt, und zwar genau dann, wenn diese in die Niederspannungsrichtlinie fallen. Damit hat Deutschland für Niederspannungsprodukte über die Arbeitsschutzregelung mehr geregelt, als europäisch vorgegeben ist. Denn die Niederspannungsrichtlinie kennt ja keinen Eigenhersteller. Ein Handelshemmnis entsteht dadurch allerdings nicht, da diese Produkte für die eigene Verwendung im Bereich des Arbeitgebers bestimmt sind und insofern nicht gehandelt werden. Nach der Maschinenrichtlinie hätten wir aber ein Problem, wenn der Rechtstext hier tatsächlich zu Ende wäre. Die Maschinenrichtlinie erfasst nämlich auch den Eigenhersteller. Und dort steht, es gelten auch die formalen Anforderungen für diesen Eigenhersteller. Diese Klippe hat der deutsche Gesetzgeber aber elegant umschifft. Er hat nämlich ergänzt, es sei denn, es ist in der jeweiligen Richtlinie ausdrücklich anders bestimmt. Damit hat er festgelegt, da die Maschinenrichtlinie den Eigenhersteller erfasst, gilt für selbst hergestellte Maschinen natürlich die Maschinenrichtlinie in vollem Umfang. Also muss der Arbeitgeber als Eigenhersteller eine Produktrichtlinie komplett einhalten, wenn diese den Eigenhersteller erfasst. Und für die Richtlinien, die den Eigenhersteller nicht erfasst, muss der Arbeitgeber nur deren grundlegende Sicherheitsanforderungen einhalten. Am Ende muss damit immer ein sicheres Arbeitsmittel in Ihrem Betrieb stehen. Gucken wir uns nun in einer Gegenüberstellung das Zusammenspiel zwischen Hersteller und Arbeitgeber an. Auf der einen Seite muss der Hersteller
die Inverkehrbringensanforderungen erfüllen. Auf der anderen Seite muss der Arbeitgeber die Arbeitsschutzanforderungen erfüllen. Beide Anforderungen beziehen sich aber auf das gleiche Produkt. Der Hersteller findet seine Anforderungen in der Maschinenrichtlinie und den anderen Produktrichtlinien. Der Arbeitgeber findet seine Anforderungen zunächst in den nationalen Vorschriften, die die Europäische Arbeitsschutzrahmenrichtlinie umsetzen. Und darunter in den entsprechenden nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Einzelrichtlinien, wie zum Beispiel die Arbeitsmittelrichtlinie, aber auch die Arbeitsstättenrichtlinie und weitere mehr. Ziel des Arbeitgebers ist es, die Anforderungen dieser nationalen Umsetzung zu erfüllen. Er muss in den nationalen Text gucken, da dieser, wie vorhin gesagt, umfangreicher sein kann als der europäische. In den Produktanforderungen finden wir die zentrale Forderung nach einer Risikobeurteilung. Auf der Seite des Arbeitgebers finden wir als Gegenstück die Gefährdungsbeurteilung. Die Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber setzt dabei dort an, wo die Risikobeurteilung des Herstellers aufhört. Er betrachtet das sichere Arbeitsmittel in seiner konkreten Arbeitsumgebung. Der englische Text der europäischen Richtlinien spricht in beiden Fällen, das heißt im Produktrecht wie auch im Arbeitsschutz, von einem Risk Assessment. Die deutsche Übersetzung von Risk Assessment als Gefährdungsbeurteilung ist falsch. Allerdings hilft sie in der Diskussion, um zu unterscheiden, in welcher Welt man sich gerade bewegt. Da es sich um unterschiedliche Dokumente mit unterschiedlichen Adressaten handelt, ist gerade hier die in Verträgen verwendete Begrifflichkeit wichtig. Ansonsten übernimmt der Hersteller schnell unbewusst Aufgaben aus dem Arbeitsschutz. Und wo erhält der Arbeitgeber die notwendigen Informationen, um das Produkt sicher zu verwenden? Dazu schreibt der Hersteller eine Betriebsanleitung. Diese ist für den Arbeitgeber unter anderem eine Quelle für die Erstellung seiner Betriebsanweisung. Er muss aber auch ermitteln, welches Produkt überhaupt als Arbeitsmittel für seine Arbeitsumgebung geeignet ist. Auf beiden Seiten dieser Gegenüberstellung finden Sie deshalb Anforderungen an die Beschaffenheit des Produktes. Und dies alles muss dokumentiert werden. Im Bereich der Produktanforderungen sprechen wir hierbei von technischen Unterlagen und der technischen Dokumentation. Ob der Hersteller sich an alle Vorgaben gehalten hat, wird durch ihn oder Dritte im Rahmen der Konformitätsbewertung ermittelt. Im Arbeitsschutz findet der Arbeitgeber analog Anforderungen zum Prüfen bzw. Überprüfen. Auf beiden Seiten finden die Beteiligten, das heißt Hersteller oder Arbeitgeber, die Pflicht, eine geeignete Organisation aufzustellen und auch ausreichend Mittel zur Einhaltung der Rechtsvorschriften bereitzuhalten. Last but not least erklärt der Hersteller die Einhaltung der Rechtsvorschriften deutlich nach außen, indem er eine EU- bzw. EG-Konformitätserklärung ausstellt und eine CE-Kennzeichnung an seinem Produkt anbringt. Auf der Arbeitgeberseite
findet sich hierzu nichts Vergleichbares. Erinnern Sie sich daran? Der Hersteller findet sein europäisches Recht 1:1 umgesetzt in nationales Recht wieder. Das heißt, es ist in ganz Europa gleich. Ein Hersteller, der in Deutschland Maschinen nach Maschinenrichtlinie herstellt, kann diese Maschinen unverändert auch in Frankreich in Verkehr bringen. Beachten muss er allerdings die unterschiedlichen Sprachanforderungen. Für den Arbeitgeber gibt es dagegen nur europäische Mindestanforderungen. Diese dürfen national zwar nicht unterschritten werden, allerdings können in den verschiedenen Mitgliedstaaten zusätzliche nationale Anforderungen existieren. Vom System her hat der Arbeitgeber für das gewünschte Arbeitsmittel Anforderungen an den Hersteller. Dies alleine schon aufgrund seiner speziellen Arbeitsumgebung. Der Hersteller muss diese Anforderungen nicht unbedingt kennen. Darum ist der Arbeitgeber auch per Gesetz derjenige, der den Beschaffungsprozess beginnt. Er muss schon ganz am Anfang, das heißt in der Planungsphase, mit seiner Gefährdungsbeurteilung beginnen. Nicht immer findet er dann ein Arbeitsmittel von der Stange und benötigt einen Hersteller, der seine Vorgaben umsetzt. Dazu schreibt er aus den ermittelten Vorgaben sein Lastenheft mit den Anforderungen an das Arbeitsmittel für den Hersteller. Dieses Lastenheft wird vom Hersteller geprüft. Er erstellt anhand der Vorgaben des Lastenheftes sein Pflichtenheft. Dabei berücksichtigt er natürlich auch die Produktvorschriften. Nicht alles, was ein Arbeitgeber sich wünscht, kann und darf er auch bauen. Wenn der Arbeitgeber mit dem Pflichtenheft zufrieden ist, schließt sich der Kreis und die Bestellung kann erfolgen. Damit haben Sie einen geschlossenen Anforderungskreis zwischen Arbeitsschutz und Produktvorschriften in Europa, der sich auch gut in die Praxis umsetzen lässt. Halten sich beide Parteien an die Vorgaben, haben Sie keine Probleme mit der Behörde, sei es die Marktüberwachung im Produktbereich oder die Gewerbeaufsicht im Arbeitsschutz. Damit ist unsere kurze Einführung in das System des europäischen Binnenmarkts zu Ende. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat. Um direkt informiert zu werden, wenn wir ein neues Video hochladen, abonnieren Sie unseren Kanal. Natürlich weisen wir auch in unseren MBT-Informationen regelmäßig auf neue Videos hin. Um weitere MBT-Videos zu sehen, können Sie hier unten einfach unseren Kanal abonnieren oder kehren Sie dort oben zurück zur Playlist mit allen Videos dieser Reihe. Bis dahin.